Hallo und herzlich willkommen und guck's dir an, es ist Sommer, es ist schönes Wetter und man kann eigentlich über alles vloggen, was sozusagen am Strand passiert, was in der Stadt passiert, wenn du surfen gehst, wenn du spazieren gehst, wenn du hier einfach nur vor dich hin flanierst, beziehungsweise wenn du einen Kaffee trinkst. Und genau ums Vloggen geht's heute in meinem Video, denn ich habe euch mal für das Jahr 2021 die besten Vlogging-Sets rausgesucht. Wer macht die besten Bilder, wer vloggt am besten, das sehen wir jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, das erste Vlogging-Set besteht natürlich aus der GoPro Hero 9 Black. Gleichzeitig gibt es dann hier nochmal von Smart 3 so eine wunderbare ausziehbare Selfie-Stange. Geht aber auch jede andere komplette Selfie-Stange, also das ist sozusagen kein Problem. Und für mich ganz wichtig eigentlich die GoPro Media Mod, weil du wirklich zum Thema Vloggen hier noch sehr viel machen kannst. Du kannst hier oben noch wunderbare Lichter oder andere Dinge anbringen. Ebenfalls hier an der Seite nochmal ein Fotoschuh mit dran für externe Mikrofone. Und das Mikrofon an sich hier bei der Media Mod ist schon richtig gut. Das ist nochmal ein extra Mikrofon, was sozusagen hier zum Vloggen perfekt geeignet ist. Und ja, die GoPro schiebst du dann eigentlich nur in die Media Mod hier direkt rein. Da musst du dann sozusagen das Ganze dann öffnen und dann die GoPro hier direkt in die Media Mod reinschieben und schon hast du dann wirklich ein komplettes, wunderbares Vlogging-Teil, was du ebenfalls für viele verschiedene Sachen nutzen kannst. Denn hier gibt es noch die Möglichkeit, externen Monitor und natürlich auch nochmal eine externe Mikrofoneinheit mit anzuschließen. Eine ganz interessante Geschichte, wenn man das hier so sieht, ja. Und mit diesen Anschlüssen bist du natürlich für jeden Vorfall komplett gewappnet. Und das ist auch noch relativ rustikal. Du kannst hier unten dann sozusagen deine Verbindung zu sämtlichen Stativen herstellen. Also die Media Mod zum Vloggen kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist dann mal ein Stück Professionalität für die GoPro 9 Hero Black. Das kleinste Vlogger-Set ist natürlich hier mit der Insta360 Go 2 vorhanden. Du hast eine Möglichkeit, dass du hier bis zu 1440p komplett an Bildqualität vloggen kannst. Es ist ein Mikrofon eingebaut, gleichzeitig ist das Ding auch bis zu 4 Meter wasserdicht. Also du hast natürlich verschiedene Vorteile und gleichzeitig das mit einem Stativ hier dann nochmal komplett wunderbar zu handhaben. Also da geht eine ganze Menge. Wenn du jetzt nicht die große 4K Bildqualität an Ansprüchen hast, kannst du hier auch mal mit diesem kleinen Teil wunderbar vor dich hin vloggen. Das kannst du dann hier noch rausnehmen und es ist natürlich komplett viel Zubehör mit geliefert. Zum Beispiel gibt es da auch noch mal eine komplette Halterung, wo du dann die Insta360 Go 2 ebenfalls noch reinmachen kannst. Hier unten ist dann alles nochmal komplett zum Kleben gedacht. Das kannst du wieder abwaschen und dann kannst du es wieder verwenden und das klebt dann direkt auf den Dingen, wo du sozusagen diese Insta360 Go 2 anbringen möchtest. Dann gibt es natürlich noch weiteres Zubehör. Es gibt auch nochmal für das Basecap hier ebenfalls eine wunderbare Halterung bzw. für eine Mütze. Da legst du den Insta360 Go 2 auch rein, klemmst die dann hier hinten direkt an dein Basecap ran. Und last but not least war eigentlich noch eine Kette bzw. ein Anhänger. Hier, das Ganze ist magnetisch. Das legt man sich dann direkt unter das T-Shirt und dann klebt man ebenfalls die Insta360 Go 2 an dieses wunderbare Magnet und hat dann direkt für vorn eine wunderbare Halterung. Also da ist eine ganze Menge mitgeliefert. Das ist wie gesagt das kleinste Vlogging-Set, was ich euch am heutigen Tage vorstellen kann. Nicht in 4K, sondern direkt in 1440p. Entspricht knappe 2,7K. Aber ist eine ganze Menge mit dabei und die Qualität, die kann sich im weitwinkligen Bereich ebenfalls sehen lassen. Bei der Sony ZV-1 besteht mein Vlogging-Kit direkt aus der Kamera, aus dem im Zubehör erhältlichen Griff und gleichzeitig ebenfalls noch aus dem im Zubehör erhältlichen Shot-Mikrofon. Das ist immer noch ganz gut, weil du hast hier keine Kabelverbindung mehr. Du steckst das Mikrofon einfach hier direkt auf die ZV-1 mit rauf. Und schon verbindet sich das automatisch und das Mikrofon ist auch gar nicht schlecht. Das ist das Ganzoom Mikrofon ECM GZ1M
von Sony. Also mir gefällt es richtig gut von der Qualität her. Kostet auch so knapp um die 70, 80 Euro. Und das ist wie gesagt das Vlogging-Set für die ZV1. Nicht wundern, ich habe hier noch von Small Rig direkt ein Rig drum um die Kamera, damit mir das sozusagen beim Runterfallen nicht gleich kaputt geht, weil manchmal fällt sie dir dann doch aus der Hand. Und dieses Rig schützt dann immer noch direkt vor Beschädigung. Das ist das Vlogging-Kit für die Sony ZV1, was ich nutze. Bei der Canon M50 Mark II sieht es natürlich folgendermaßen aus. Bei der Canon M50 Mark II ist es ähnlich wie mit der Sony ZV1. Du hast natürlich den Griff, du hast die Kamera und du hast das Mikrofon. Allerdings beim Mikrofon ist es nicht so schön, dass du den Schuh nur einschieben musst. Hier hast du noch ein Mini-Klinkekabel, was direkt in die Kamera rein muss. Ansonsten, der Griff ist auch ein bisschen cleverer als bei Sony. Die Fernsteuerung kannst du hier extra noch rausnehmen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, dass du hier direkt dann von Weitem ebenfalls noch die Kamera bedienen kannst und dann wieder hier in den Griff mit einbauen. Schöne Geschichte, aber bei 4K-Aufnahmen nützt dir der Griff fast überhaupt nichts, weil die Kamera bei 4K so dermaßen reinkroppt, dass die Länge des Griffs nicht ausreicht, um sozusagen ein perfektes Bild zu bekommen. Dazu aber später, macht nichts. Und bei der Kamera ist es so, dass natürlich die Kamera die einzige Kamera unter den Vlogging-Kameras ist, die ein Wechselobjektiv hat. Und das ist natürlich das Schöne, dass du hier mit verschiedenen Objektiven arbeiten kannst in der Größe. Ideal und vernünftig, also kannst du alles raufschrauben, was du möchtest. Canon M50 Mark II, das ist mein Vlogging-Set. Ebenfalls klein und kompakt der DJI Pocket 2, hier mal in der Sunset White Edition, zusammen mit dem passenden Griff. Den gibt es ebenfalls als Zubehör erhältlich und der bringt dir natürlich zum Vloggen eine ganze Menge, weil du hier über die Tasten natürlich alles schnell, ordentlich und vernünftig fernbedienen kannst. Gleichzeitig gibst du hier noch dein Handy rein und hast über die App weitere Möglichkeiten, das Bild zu kontrollieren. Und wenn du das direkt alles eingeführt hast, hier in den Griff, dann besteht die Möglichkeit beim Vloggen natürlich mehr Möglichkeiten und Funktionen zu haben, denn du kannst den DJI Pocket 2 dann wiederum hier schön ausziehen und in verschiedene Längen und Winkelformate bringen und dann übers Vloggen, wenn du hier dein Handy mit drin hast, natürlich unwahrscheinlich schöne Bilder machen und gute Kreationen zaubern. Also ich finde das als mobiles Vlogging-Set eine interessante Geschichte hier mit dem DJI Pocket 2 und dem passenden Griff dazu. So ihr Lieben, das ist Vlogging mit der Insta360 Go 2 und die ist so klein, die sieht gar keiner, wenn du hier sozusagen am Strand langläufst und deine Hand zum Vloggen ausstreckst. Denken die alle, du hast eine Meise, weil keiner sieht irgendwas direkt in deiner Hand, weil die Insta360 Go 2 wirklich so groß ist, also wirklich hier Daumen groß. Aber die macht sich natürlich zum Vloggen auch nochmal ganz entspannt und ich sag mal 1440p, das ist 2,7K, das ist jetzt nicht ganz 4K 30 FPS, aber wenn du dann mal irgendwann schnell irgendwas vloggen willst, beziehungsweise hier mal die Kamera schnell in den Einsatz setzen möchtest, dann geht auch die Insta360 Go 2. Du siehst allerdings nichts im Display, du hast keine Vorschau, nur über die App direkt vom Smartphone. Aber wenn du es mal relativ schnell anmachst, bist du relativ weitwinklig im Bild zu sehen. Also als, ich sag mal, als gute Notlösung zum Vloggen geht auch die Insta360 Go 2. Aktuell die Bildqualität der Sony ZV1 und natürlich auch die Tonqualität des Original-Aufsteck- bzw. Ansteckmikrofons. Ich habe jetzt nicht quasi den normalen Ton, ich habe wirklich hier schon mal als Zubehör ein Ansteckmikrofon mit drauf gemacht, weil professionell Vloggen macht dann hiermit wahrscheinlich mehr Spaß. Ebenfalls dann der Original Sony Griff dazu und schon ist das Vlogging-Set fertig hier mit der Sony ZV1. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, ist die Weitwinkligkeit des Objektivs. Hier könnte man echt noch ein bisschen mehr machen. Es gibt natürlich auch noch im Zubehör Weitwinkelobjektive, die man einfach nur direkt vorne ans Objektiv anklebt mit einem freundlichen Magnet. Habe ich ebenfalls, gibt es eine Menge im Zubehör. Und ansonsten natürlich die Sony ZV1, der Oberhammer, außer dass sie bei so einem Wetter sehr schnell heiß wird, wenn du in 4K filmst. Das ist auch noch ein Nachteil. Und dass du auf dem Monitor fast überhaupt nichts siehst. Das ist total dunkel. Also von der Bildhelligkeit ist das totaler Quatsch. Also da kann man noch ein bisschen mehr rausholen aus der Sony ZV1. Das sind die drei Mängeln beim Vloggen, aber ansonsten natürlich Bildqualität top. Sony ZV1.
Und ihr seht schon bei der Canon M50 Mark II ebenfalls vom Cropping her nicht alles so in Ordnung, wie man eigentlich vermutet. Mein Kopf ist riesengroß und ich habe eigentlich meinen Arm so 80 cm, dann nochmal komplett die Smart Freeze Selfie-Stange dran mit weiteren 50 cm. Das heißt, 1,20 Meter ist die Kamera jetzt von mir weg und mein Kopf ist immer noch riesengroß im Monitor. Und das ist natürlich dann doof auf 4K. Ich meine, die Bildqualität ist nicht schlecht, aber das Problem ist halt, du brauchst eine riesige Weitwinkeloptik, um dann wirklich hier ein bisschen was zu bewegen bei der Canon. Ansonsten natürlich, ich sehe was im Monitor, sehr schön bei der Sonne. Der ist besser als bei der ZV1 und ansonsten natürlich auch vom Ton her. Werde ich sehen im Studio, wie das vom Ton her ist, das kann ich momentan leider nicht abhören. Aber die Bildqualität der EOS M50 Mark II gefällt mir erstmal so auf den ersten Blick relativ gut. So, jetzt mal der DJI Pocket 2 komplett mit dem DJI Originalgriff mit Fernbedienung. Gleichzeitig kannst du hier noch dein Telefon mit anbringen. Aber der kleine Monitor, der bringt es momentan auch hier vom Pocket 2. Ich sehe alles komplett. Und ich sehe natürlich auch eine unwahrscheinlich coole Weitwinkligkeit, wenn ich jetzt mal so gucke. Also der Pocket 2 ist so knapp 1 Meter von mir weg und du siehst wirklich vom Weitwinkel her fast mehr als bei allen anderen. Ich mache das jetzt auf die 1,20 Meter, wo ich sonst immer war. Und ihr seht schon, hier hast du natürlich einen Weitwinkel, der ist natürlich obersuper. Da kannst du komplett um dich rumschwenken. Hier siehst du nochmal alles direkt live und in Farbe. Ich gehe mal wieder auf die 50 cm ran und immer noch ein super Weitwinkel. Also die Bildqualität vom DJI Pocket 2 ist natürlich grandios. Das Einzige ist klar, keine Wechseloptik. Du könntest hier noch direkt einen ND-Filter ranbauen, extern. Oder noch einen Weitwinkel direkt hier an die Magnethalterung ankleben, dann hättest du noch eine größere Weitwinkligkeit. Ich finde aber, die Weitwinkligkeit reicht völlig aus. Das eingebaute Mikrofon ist ebenfalls super. Es gibt natürlich noch das externe Mikrofon, was du hier per WLAN anbringen kannst und dann hier direkt an der Brust oder an anderen Stellen hast. Aber ich mache es mit Absicht mal mit dem eingebauten Mikrofon, weil man hier einfach nur zusammenstecken muss und das eingebaute Mikrofon gefällt mir richtig gut in der Qualität her. Also das reicht auch völlig aus zum Vloggen. Super Qualität hier beim DJI Pocket 2. Mit der aktuellen GoPro bist du natürlich ebenfalls gut bedient im Urlaub. Die GoPro Hero 9, das Ganze dann mit Vlogging-Set-Optionen, zum Beispiel hier komplett das Media Kit. Da ist dann gleichzeitig noch ein Mikrofon mit dabei, angeschlossen und du kannst natürlich auch noch weitere Variationen hier mit Licht aufsetzen und andere Dinge gleich anschließen. Mir gefällt es ganz gut persönlich, weil das ist wirklich total klein und du kommst bis zu 5K in der Bildqualität quasi zum Vloggen. Und ja, die übertriebenen Farben hier von der GoPro, die gefallen mir natürlich auch ganz gut, weil am Strand, das macht einfach Spaß, wenn du hier schöne Farben und schöne Bilder hast, wenn du jetzt mal direkt ins Wasser schaust. Also es ist schon eine coole Geschichte und schnell rausgeholt, schnell aufgebaut und natürlich auch zuverlässig. Hier das Vlogging-Set von der GoPro Hero 9. Kommen wir zum Thema Lowlight und hier sieht man natürlich, dass die Insta360 Go 2 aufgrund der Sensorgröße nicht die allerbesten Lowlight-Werte zeigen kann. Gegenüber der GoPro, da sieht es dann schon ein bisschen besser aus, direkt mit den Lowlight-Eigenschaften. Man sieht natürlich aber auch schwarzes Krisseln, also die GoPro ist in Sachen Lowlight auch nicht mehr die beste Wahl. Jetzt schauen wir uns dann direkt mal die Sony ZV1 an und hier sieht man natürlich glänzende Farben. Hier stimmt alles. Also hier sind die Lowlight-Werte natürlich aufgrund des vorhandenen Objektives unwahrscheinlich gut und mithalten. Dadurch, dass sie ebenfalls einen guten Sensor und ein gutes Objektiv besitzt, kann natürlich auch die Canon M50 Mark II. Die besitzt ebenfalls wunderbare Farbeigenschaften hier im Lowlight-Bereich und kann natürlich auch wärmstens für Lowlight-Aufnahmen verwendet werden. Was mich überrascht hat, ist natürlich dann die Stabilität im Dunkeln vom DJI Pocket 2. Man möge sich das mal angucken, die Bilder sind einfach perfekt und stabil, allerdings natürlich ebenfalls Lowlight-mäßig nicht so gut zu empfehlen, da es auch hier sehr viel Bildrauschen bei den Schwarzwerten gibt, aber die Bildstabilität ist natürlich super.
Kommen wir zum Fazit und beginnen natürlich mit dem kleinsten Vertreter, der Insta360 Go 2. Und du kannst mit der Kamera komplett alles machen. Du kannst vor dich hin vloggen, du kannst das Ding an deine Mütze anbauen, du kannst die ganze Geschichte an den Oberkörper dank magnetischer Haltung hier sozusagen befestigen oder im Auto dann ebenfalls nochmal mit diesem Stativ. Das ist alles im Zubehör schon inklusive, also wenn du es kaufst, dann hast du das quasi komplett mit dabei. Und wenn du dann vloggst, dann ist es natürlich möglich, hier mit der Insta360 Go 2 in 2,7K bis 50 FPS Bildqualität zu vloggen und das reicht völlig aus. Ja, für den Strand, zwischendurch mal fürs Restaurant rausholen und einfach vor sich hin vloggen. Du hast natürlich ein Manko dabei und zwar sind hier 64 GB fest verbaut in der Insta360 Go 2, was dann bedeutet, du kommst bis 64 GB. Ich sag mal, beim Vloggen ist das vielleicht so eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde in bester Qualität. Das einzige Problem ist dann natürlich auch noch, wenn du in 2,7K vloggst und dann im 50 FPS, also im höchsten Modus, dann ist es so, da kann die Kamera natürlich auch heiß werden, gerade bei den Außentemperaturen, die im Sommer herrschen, so 30, 35 Grad und dann willst du hier sozusagen nochmal eine halbe Stunde komplett vloggen. Das könnte dann ein bisschen kompliziert werden, aber so mal die 10 Minuten Moderation oder halt eine Viertelstunde einfach mal am Strand gevloggt, das geht sowohl vom Akku als auch von der Bildqualität und natürlich auch von der Leistung der Insta360 Go 2. Nicht wundern, hier ist noch mein ND-Filter drauf, Zubehör gibt es hier direkt in meiner Videobeschreibung. Also, es ist unwahrscheinlich möglich, mit der Insta360 Go 2 gute Ergebnisse beim Vloggen zu bekommen. Über die Mikrofonqualität kann man sich streiten. Ich finde sie ausreichend und wenn man da noch einige Dinge im Ton nachbearbeitet, dann funktioniert das komplett. Also, es ist möglich, mit der Insta360 Go 2 vor sich hin zu vloggen. Das ist der kleinste Vertreter und, wie gesagt, es geht. Kommen wir zum nächsten Kandidaten und das ist die Sony ZV-1. Sie wird von Sony als Vlogging-Kamera komplett angepriesen in der Werbung und sie macht auch eine ganze Menge in Sachen Vlogging. Wer professionell vloggen möchte, der ist natürlich hier mit der Sony ZV-1 richtig gut bedient. Alles, was man braucht, bis zu 4K 30 FPS kann man hier direkt filmen und das natürlich nicht durchgängig, also die geht dann auch schon mal wieder nach 5 oder 10 Minuten aus und dann muss man die Aufnahme normal drücken. Ebenfalls bei Hitze ist sie auch nicht so stabil in 4K, das heißt, da geht sie dann auch mal nach 10 Minuten wiederum aus und muss sich dann erstmal abkühlen. Das habe ich jetzt wieder im Urlaub gemerkt. Bei 30, 35 Grad ist sie dann nicht mehr dein Freund, dann wird es bei purem Sonnenschein hier ein bisschen kompliziert. Ansonsten von der Bedienung her und von allen anderen Funktionen ist das natürlich ein Kracher, hier mit der Sony ZV-1 zu vloggen. Du hast die Möglichkeit, hier mit dem externen Zubehör natürlich noch ganz andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel dann fernbedient zu zoomen, gleichzeitig hier auch noch die Aufnahme zu bedienen. Das ist schon ein Luxus, der wirklich hier absolut schön ist. Wir haben es gesehen, von der Weitwinkligkeit ist das Objektiv nicht das allerbeste, aber da kann man dann auch noch Zubehör hier anstecken und schon hat man dann einen weiteren Blickwinkel. Ich muss sagen, die Sony ZV-1 ist eine gute Geschichte zum Vloggen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten und es ist nicht die einzige schönste Möglichkeit. Hier fehlt noch ein bisschen was an Ausstattung. Allerdings ist jetzt dieses Jahr auch gerade die Sony E10 rausgekommen. Das ist der Nachfolger der ZV-1. Dafür gibt es natürlich auch viele Videos noch auf meinem Kanal. Ich muss sie bloß erstmal bekommen und ansonsten kann ich die hier auch empfehlen. Die Sony ZV-1 zum Vloggen ist etwas teurer, liegt sozusagen ohne Zubehör bei rund 700 € und mit Zubehörgriff bei rund 850 €. Die Alternative zur Sony ZV-1 heißt Canon EOS M50 Mark II und hat als erstes schon mal folgenden Vorteil gegenüber der Sony, dass du hier mit Wechselobjektiven arbeiten kannst. Das ist natürlich eine ideale Geschichte, wenn du deine Objektive direkt an deine Umgebung anpassen kannst. Schön, wie ich finde, gleichzeitig ist der Griff bzw. das mobile Stativ, was hier sozusagen in dem Vlogging-Kit mitgeliefert wird, auch noch ein bisschen besser überlegt als bei Sony. Du kannst hier nämlich komplett die Bedienung
rausnehmen aus deinem Griff und hier dann andere Dinge noch vollziehen, wenn du jetzt sozusagen ferngesteuert mal die Kamera irgendwo stehen lassen möchtest und einfach weggehst, kannst du die noch von weitem bedienen. Das ist natürlich eine gute Geschichte, gerade fürs Vloggen. Hier direkt Aufnahme drücken, zack, dann wieder Aufnahme enden und du bist in 10 Meter Entfernung quasi dann immer noch komplett bereit, alle Funktionen hier bei der Kamera zur Verfügung zu stellen. Der Manko bei dieser Kamera ist natürlich komplett, dass du hier im HD-Modus alle möglichen Features bekommst, wie die Bildstabilisierung, wie der Augenfokus. Es ist alles wunderbar. Sofern du dann in 4K umschaltest, bist du hier sozusagen mit der Kamera verlassen und in 4K kannst du kaum etwas mit dieser Kamera bewegen, denn es ist der Augenfokus, der verloren geht, die Bildstabilität ist grausam und gleichzeitig croppt dir 4K so dermaßen ins Bild, dass dein Kopf von, wir haben es gesehen, direkt 70 bis 1 Meter Entfernung immer noch direkt so groß im Bild ist, dass du wirklich links und rechts hier kaum Möglichkeiten hast für eine Weitwinkligkeit. Ansonsten, wenn du jetzt HD ready bist und in HD filmen möchtest, kann man diese Kamera wärmstens empfehlen. Die ist mit allem Zubehör im Vlogging-Set komplett ausgerüstet. Hier fehlt es dir an nichts und das Mikrofon macht auch eine ganz gute Figur. Von der Akkuleistung ist das wirklich normal in Sachen Vloggen, aber in 4K kann ich diese Kamera nicht empfehlen. Aber ansonsten Canon M50 Mark II, eine gute Geschichte fürs Vloggen, wenn du möchtest, direkt allerdings dann in HD und in 4K musst du dann auf andere Möglichkeiten ausweichen, ansonsten ärgerst du dich nur. Die GoPro Hero 9 Black, natürlich auch noch ein sehr guter Vertreter fürs Vloggen, weil universell verwendbar. Hier mit meiner Media Mod komplett dann mehr rausholen und die Media Mod ist eigentlich dafür da, um wirklich hier noch ein bisschen professionelle Features in die GoPro mit einzubauen. Wenn du die hier reinschiebst und dann mit der Media Mod verbunden bist, hast du hier die Möglichkeit, noch ein externes Mikrofon mit anzuschließen. Gleichzeitig gibt es hier nochmal einen Micro-HDMI-Ausgang und einen normalen Mini-USB-Ausgang und verschiedene Möglichkeiten, Licht und weitere Mikrofone hier anzustecken. Gleichzeitig natürlich hier unten dann auch die Möglichkeit, die GoPro Hero 9 Black an verschiedene Halterungen anzubringen. So. Vom Mikrofon her ist das natürlich eine unwahrscheinlich coole Sache, weil du hast hier nochmal ein extra Mikrofon in der Media Mount verbaut. Das ist auch ein gutes Mikrofon, also da hast du wirklich einen schönen Ton, wenn du jetzt so in einer Entfernung zwischen 50 und 70 cm arbeitest. Gleichzeitig vorne ein Monitor, hinten ein Monitor. Meiner ist nur aus, weil die sich dann meistens über die App direkt steuern lässt bei mir im Telefon. Deswegen geht da hinten der Monitor manchmal aus. Ansonsten hast du hier wirklich richtig schönes Vlogging mit der GoPro Hero 9 Black. Der Weitwinkel ist super, die Farben sind super und vom Prinzip her kann ich auch sagen, hier geht dann auch die GoPro mal aus, wenn sie zu heiß ist. Das passiert hier ungefähr, naja, so im 4- oder 5K Modus, die macht ja bis zu 5K, 30 FPS. Kannst du damit rechnen, dass so bei Hitze und Sonnenschein, also ich hatte sie jetzt so 30 Minuten am Strand und so nach 20 Minuten kompletten Betrieb und Vloggen ist sie dann doch schon mal ausgegangen und wollte eine kleine Pause haben. Ist aber auch verständlich aufgrund der Größe. Man muss ja sagen, hier ist komplettes 5K mit möglich und da, wo soll es denn hin? Kein Lüfter, kein nix. Also hier kommt dann auch unwahrscheinlich viel Hitze bei heißen Temperaturen zustande. Muss man mit einkalkulieren, ist eine schöne Geschichte, auf alle Fälle eine gute Taschenlösung und das Mikrofon ist super und das ganze Handling und das ganze Menü und alles komplett, was die GoPro betrifft, ist echt in meinen Augen sehr durchdacht, gut überlegt. Für mich großer Tipp für euch, die GoPro hier als Vlogging-Kamera zusammen mit der Media Mod zu benutzen. Ich kann nicht meckern über die GoPro, passt und kann sie euch wärmstens empfehlen. Und dieses Vlogging-Set, muss ich ehrlich sagen, war im Urlaub mein Lieblingsset, denn es ist klein, kompakt, leicht und hat so viele Funktionen und ist von der Qualität her wirklich ideal und monstermäßig ausreichend. Das ist der Osmo Pocket 2. Du hast natürlich als ersten Vorteil den 3-Achsen-Gimbal hier oben drauf und beim Vloggen ist es natürlich so, dass du bei der Kamera meistens immer noch deine Bewegung siehst, wenn du läufst. Das ist hier relativ gut gelöst durch die Bildstabilisierung. Hast
hast du halt nicht so komplett deine Laufbewegung hier mit drin in deinen Aufnahmen. Ist natürlich der erste Vorteil der Geschichte. Und der zweite Vorteil ist hier einfach mal auch der Weitwinkel, den du hast in diesem Gerät. Du bist immer gut sichtbar, du hast immer links und rechts noch ein bisschen Platz und der croppt dir nicht rein oder macht irgendwelche anderen Geschichten. Die Bildqualität ist, solange Licht an ist, hervorragend von diesem wunderbaren Pocket 2. Sobald das Licht aus ist, kann ich den dann auch nicht mehr empfehlen. Da sind wirklich dann Alternativen wie die Sony ZV-1 oder die Canon M50 Mark II deutlich besser. Aber im Hellen und natürlich auch direkt in allen möglichen Lebenslagen kann man dieses Set echt empfehlen. Ich bin total zufrieden gewesen. Bis 4K 60 FPS geht hier die Bildqualität und wenn du das komplett mit dem Zubehör hier verwendest, hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, dein Handy hier direkt reinzubauen und ein größeres Bild zur Überwachung deiner Aufnahmen hier dann direkt per WLAN zu produzieren. Aber die meiste Zeit hat das wirklich auch ausgereicht, das kleine Teil hier direkt in die Hand zu nehmen. Du hast dann natürlich hier die Vorschau direkt mit dem kleinen Bild und siehst dich dann schon mal so in der Kamera. Also die Vorschau an sich von der Bildqualität kannst du eigentlich auch so nutzen für normale Vlogs, wenn du so vor dich hinsprichst und nichts Anspruchsvolles im Bild hast, beziehungsweise Interviewpartner oder irgendwelche anderen Geschichten machen musst. Das reicht hier schon völlig aus. Für mich, wie gesagt, mein Lieblings-Vlogging-Set komplett im Urlaub und auch so nebenbei, wenn es um Autos geht oder um andere Geschichten, bist du hier wunderbar mit aufgehoben. Du hast hier eine perfekte Mikrofonqualität. Sowas habe ich bei so einem kleinen Ding noch niemals gesehen. Also die Mikrofonqualität, die jetzt hier schon verbaut ist in dem gleichen normalen Mikrofon, das gibt es natürlich dann auch noch im Combo-Set mit einem externen WLAN-Mikrofon. Aber ich bin der Meinung, das brauchst du fast gar nicht, denn du hast hier ein Hammer-Mikrofon verbaut, was wirklich eine Tonqualität liefert. Das haut dir sozusagen die Nebengeräusche raus. Ich habe es gemerkt direkt am Strand. Das Meer war relativ leise, deine Stimme kommt durch, deine Stimme kommt in guter Klangqualität durch. Also der Ton gefällt mir hier richtig super. Das weitwinklige Bild gefällt mir hier richtig super. Und natürlich auch die Aufnahmequalität, solange Licht an ist ideal. Also mein Tipp fürs Vloggen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Also du bist hier mit dem Teil bei 430, dann zahlst du nochmal 70 Euro für den Griff. Da bist du bei 500 Euro komplett und hast hier wirklich eine Vlogging-Qualität in 4K bis zu 60 FPS mit weitwinkligen Aufnahmen, mit Möglichkeiten, dass dir sozusagen der 3-Achsen-Gimbal hier die Stabilität reinbringt ins Bild. Hätte ich vorher nicht gedacht. Also mein Lieblingsset in Sachen Vlogging von allen Kameras, muss ich ehrlich sagen, ist hier der Osmo Pocket, weil der alle Ansprüche, die ich haben möchte, direkt erfüllt. Habt ihr Vlogging-Sets, die ihr komplett empfehlen könnt, dann schreibt sie direkt hier unten in meine Kommentare mit rein. Würde mich sehr interessieren. Von meinen angebotenen Geräten, die ich hier sozusagen am heutigen Tage euch gezeigt habe, ist das erstmal alles. Was haltet ihr von den Vlogging-Sets, die ich euch hier präsentiert habe? Wenn ihr noch einige Dinge nachlesen möchtet zu verschiedenen Sets, die ich hier am heutigen Tage gezeigt habe, dann schaut einfach in meine Videobeschreibung, da steht alles mit drin. Für heute bedanke ich mich bei euch direkt fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.